Komm zu dem Bund, dich zu laben, tauch dich in Glaube hinein. Hier wird die Sünde begraben, hier wirst du selig und rein. Eile dahin, warum verziehen? Ewige Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. Komm zu dem wollenden Quelle, dir wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle, trink ich zum ewigen Heil. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. In Nummer 353. Nummer 353. Welch ein treuer Freund ist Jesus, der dein Herz so gern. Welch ein Vorrecht ist zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Auf wir unseren Frieden stören, und die Ruhe ist uns fern, weil nicht immer gleich wir bringen, alles im Gebet zum Herrn. Kommen Prüfungen und Leiden, leuchtet dir kein Freudenstern. Sage nicht in solchen Stunden, komme im Gebet zum Herrn. Wenn die Not am allergrößten ist, die Hilfe dir nicht fern. Bringe, was dich einst bequemet, alles im Gebet zum Herrn. Bist du matt und schwer beladen, wärest du erquicket gern. Jesus ist dir wieder Stärke, leiblich komm ich zu dem Herrn. Stehst du einsam und verlassen, ihm noch anzutrauen Herrn. Bringe Frauen allen Augen, alles im Gebet zum Herrn. Good morning.
Als Josef 17 Jahre alt wird, heut hij met zijn Brüder top tot fei. Dann kluch Josef zu seinen Papa von seinen Brüdern. Seine Papa gleicht am Magdala aus der andere Kinder. Jakob, seine Papa, mög ihm ein Schmacken rak. Als seine Brüder sahen, dort der Fuhrer Josef beter gleicht als Ernd, stehen dort und sie können nicht mehr freundlich zu ihm reden. Als Josef seine Brüder dann seine Träume vertelt, werden sie nachhassel ja. Sein Fuhrer schall am Öcken sehr. Sollen ich in deine Mutter, in deine Brüder ans wirklich für die, was ab ihr knallen? Und seine Brüder werden am aufjenstig, aber sein Fuhrer behält das alle. Josef seine Brüder werden nur sich im Jugun mit der Herden fei. Seine Papa schickt zu sein, als seine Brüder dort gut ging und dann trägt zu kommen, dort zu sein. Als er noch ein eng aufwirrt, sehen die Brüder, hier kommt der Träumer. Erstlich, dann wollen sie am Tod merken. Dann schmeiten sie am Opa drehen Sistern an, in Lothar verkaufen sie nur die Ismailiten. Die nehmen nur Ägypten. Erfuhr bilden sie dann an, dort ein Wildtier Josef verraten hat. Potiphar in Ägypten kauft sich Josef. Potiphar wie einer von den Königen seiner Angestellten. Gott wird mit Josef, in Amtelung wird er dort. Sein Wirt sagt dort Gott mit am wir, und dort Gott am Gleichjäuf mit alles wird er dort. Josef wird gut angesehen bei sein Wirt, und der stellt über alles, was er hat. Der Wirt seine Frau vertelt eine falsche Geschichte von Josef, und der Wirt nimmt und schmeißt in das Gefängnis. Doch der Herr wird auch durch mit Josef und beweist treu hat geläuft und mögt dort der Fürste im Gefängnis Josef gleichen und über alles im Gefängnis stellen. Den König, sein Anschenker und Baker waren auch im Gefängnis. Sie hatten beide einen wunderbaren Traum gehabt und vertelten Josef, was sie geträumt hatten. Er sah dann, dort ist doch bloß Gott, der Traum dienen kann. Gott gab Josef die rechte Bedienung von den Träumen. Als der Anschenker erst aus dem Gefängnis raus können, bestellt Josef noch. Du mir den gefallen und red dem König von mir, dort er kann aus dem Gefängnis kommen. Der Anschenker hielt Josef aber nicht an Denk und vergot von ihm. Dann 2 Jahre später träumt der König erst was, in den Morgen wird er versteht. Er lädt alle Wahrsager und alle weise Männer kommen und vertellt ihnen seine Träume. Aber keiner kann sagen, was sie zu bedienen haben. Dann sieht der Anschenker, als ich in Gefängnis wie du auch ein junger Hebräer, und der gab mir die Diedung von meinem Traum, und dort kriegst du it, als er sieht. Und der König schickt nur recht, dass Josef kommen soll. Und sie spoden sich, zu holen. Er putzt sich und tragt sich unter Kleider an und schäumt für den König und sagt, ich kann dir nicht deine Träume utleihen, mein Herr, aber Gott wird den König eine gute Diedung geben. Dann vertelt der König seinen Traum von den 7 Vaterkie und von den 7 Dänekie, und auch von den Traum von den 7 volle Schmacke geträgt Ohren und von den 7 Däne-Ohren. Dann sagt Josef, die 2 Träume haben dieselbe Bedienung. Du waren 7 sehr gute Jahre mit guten Ernten in Ägypten gekommen, aber nur die 7 gute Jahre waren 7 Hungersjahre gekommen. Der König soll einen weisen Mann anstellen, der sich gut mit der Sache versteht, und den über ganz Ägypten stellen, sodass er Eten abbewahren wird, eine gute Zeit für die schlechte Zeit. Den König gefällt Josef sein Rut und stellt kriegt Josef über sein ganzes Land. Josef wird dann 30 Jahre, als er vom König unterstellt wird. Menschen kommen von allen Ländern nach Ägypten, die Träte zu kaufen von Josef. Dort wie eine schlimme Hungersnot aber ganz ihr. Als Jakob, Josef seine Papa, dort anwart, dort in Ägypten Eten zu kaufen wird, schickt er seine Jungs dahin, um für ihn Eten und auch für ihr Volk Eten zu kaufen. Dort sie nicht wollen verhungern dürfen. Als Josef seine Brüder sah, kannt er die, aber seine Brüder kannten ihn nicht. Josef dachte 3 und seine Träume. Und er behandelt seine Brüder hart. Seine Brüder sehen einer den anderen. Das kommt sicher über uns, weil wir schuldig sind für unseren Bruder. Sie sehen zu Josef, dass sie abrechtig werden. Er sagt zu ihnen, das ist, was ich weiten war, als die abrechtige Männer sind. Lud ein von seinen Brüdern hier, und wenn die Ware kommt, bringt den jüngsten Bruder mit. Das wird der Bruder bloß sehr schwer ihren Vater zu vertellen, wenn sie den jüngsten sehen, Benjamin, sehr leid vor. Als dort über ihr Schwager sehr neudig an Eten fehlt,
schickt hij Benjamin ook met en ook nog een geschenk voor den gouverneur Jozef. Als de bruider dan in Egypten aankwam en Jozef Benjamin zag, lud hij hen alle aan in zijn huis zum eten. En als Jozef aankwam, brachten de bruider zijn geschenk aan, naar arm, en kneuden zich bij de eed voor arm. Jozef vroeg hen, als je vader kwast, leeft hij nog? En zij zeiden, dien schnacht ons vader is gezond en hij leeft nog. Dan kneuden zij zich water bij de eed voor arm. En Jozef zag ook Benjamin zijn broeder en zei, mocht God die God zijn, mijn jong. En hij ging schwinnen onder stoel in roer door, wil hij zich zo voor zijn broeder vred. Aber dan was hij zich tot gezicht en kwam terug. Hij hield zich stief en zei, wel wie eten. De bruider wordt eten gebracht van Jozef zijn dash. Benjamin zijn schief wordt 5-maal zoveel als de andere. Zij dronken en zij uiten zich zout. Jozef probt zijn bruider af en wil Benjamin niet terugreizen laten. Juda praat aan dat hij dacht Benjamin woord laten met terugkomen en zei, wel kon ik zelfs teruggaan naar mijn vader, ik kon mijn vader bloos niet zo'n luid ontdoen. Dan kan Jozef zich niet langer terughouden en zei, ik zie Jozef, komt alle her, dicht bij mij. En zij ging naar arm. Hij zei, had niet angst, Gott schickt mij euer her, om levens te redden. Deze hongersnood is niet 2 jaar en wordt nog 5 zijn. Gott heeft mij en voor u geschickt, zodat die in jullie families worden leven blijven, op een wunderbare weg. Ik word niet van dient, aber van Gott hergeschickt. Goed schwind naar ons vader. Sagt ihm, dat ik gouverneur zie over Egypten. Brengt mijn vader her. Dan omarmt hij zijn bruider en hield. En nu dit, dan reden zijn bruider ook met hem. De bruider reisde in die offene huis en zeiden Jacob den vader, Jozef leeft nog. En Jacob zei, mijn zoon Jozef leeft nog, en ik wil gaan en arm zijn, eer ik storf. Jozef voert zijn vader entgegen. Zij begrüßten zich en omarmden einander en hielden einander stoot. Jozef leidt zijn vader en bruider de beste gegend am land aan. Jozef, zijn vader, leeft nog 17 jaar in Egypten. Good morning to alle lieve toehoorders. Wir freuen uns vandaag hier te zijn met in de gegenwart Gottes. En te horen wat God vandaag voor ons heeft. Hij heeft voor ons das dag gegeven, doordat we zullen hem verherrlichen. We zullen hem prijzen. En ja, we even gaan naar de boodschap waar we hier met een bulletin aankijken. Een bulletin even gaan. De vers boven zegt in Revelation 22, verse 20, He which testifieth these things saith, Surely I come quickly, amen. Even so, come, Lord Jesus. Doch in de schek wat hier vertaald wordt, Jacob wil ook, nu zei hij antwoord wat wordt, nu wil hij schwimmen. Hij vreet zich tem zijn zeen zijn. En dat is nog mal een kleine vrijheid, wat we zullen hebben om Jezus te zijn, de dag wat Jezus waar komen wordt. Aber een bijspel van dat. Zo wij ons vrij voor deze dag, want Jezus wordt komen. En wij wie ook uitroepen dat hij pas komen zal. Niet? Want we rijden zijn, dan lopen we naar een dag. En de dag wordt ons niet verschwinden zijn. De dag wordt ons, wat ik zei, lang voorkomen. Goed, even hier in de bulletin. Die voor vandaag normaaldag is Jugendstunde 2:30. Thematica benoemd. Bibelstunde Leitermeeting te 7:30. En te donderdag Jugendonderricht te 7:30. En te vrijdag Jugendstunde 7:30. En zo de Heer wil en we leven, dan plannen we ten nächste zondag die kan wel te hebben. Zo waar we door gebedsvol zijn en God laat ons wezen en ons allerseits brief, als we reit zijn, dort ondernemen wat einmal God beroepen heeft. Zo waar we door besonders gebedsvol zijn. En nevelen als weer zo bij July 8. De koers is op vandaag voor General en next is in de hoogste stad.
En hij ongezegd dat wäre dat leider wel en e-transfers doen als gelegenheid te ver. En ja, aber brucht hij zich schuldig veilen. Hier in de kerk zijn ik bij jeder entrance als een kurs wo wat je aan te doen. Aber wenn so het erst is een tijd, wanneer ik leider e-transfers wel kan en wanneer vrouwen zijn, dan loopt me weiter. Zunächst sind noch die englische Botschaft von Priya Walter Reimer und die deutsche von Priya Hen Kroon. And I'd like to congratulations. Peter and Jeannie Weeb and baby girl, Brolia Weeb. We hebben ons met aan met vrijen en voor beide dat zij worden kennen dat hij opdrachtje voor hem haren. En dan Willie en Sarah Zawadzki en kleine baby boy, Aaron Zawadzki. Beide is de laatste week geboren zo. We hebben ons met vrijen en met beide dat zij beide per elder worden kennen dat de kind opdrachtje voor God. En enkele andere bekendmakingen wat je mist hebt. Wanneer niet, dan we even gaan nu wat God is nan titje. Timate van jou heb ik genaamd storm in hart. Dollar en denken aan ons Christen. We hebben manchmal beleven dat met storm in hart is. En dan zijn er dingen wat we niet verstaan kunnen. Er zijn vielleicht dingen im hart wat ons met onruhig maken doen, schwaar maken doen. Dat is niet dat het niet voets in ons versmieten deed en we zijn afgevallen. God verloten had, dat is niet waar ik van reden doe. Maar als Kinder Gottes beleven we dat meermaal dat het met z'n valt dat wald im hart en we vrouwen ons slecht woorwegen. Oder wat je het fair? Wat is aardig dat ik niet meer moed heb? Oder wat is aardig dat ik me zo feilloos ik doe? En dat zullen we vandaag wel een beetje aanzetten. Zijn als we door worden meer van krijgen wel een beetje. Zo'n mensen in de Bijbel betekenen wat zij doen hebben. Rechte entscheidungen gemaakt en rechte entscheidungen gemaakt. En dan waar we bijna zijn is een beetje kennen in ons persoonlijke leven en kijken wat er zo'n dingen zijn. Wat er vandaag in ons schaffen dat als een storm. Wat de gelegenheid ervoor zijn. Maar wieder gaan vrouwen nog opnemen zum gebed, bitte. Leifrika, en alweitende haar, voor aan hem, we komen hier verder. Hemels Vader, we danken die, dat u allemaal waren met en bij ons best. We danken die voor dit schijners morgens, wat hier ons wat gegeven hast, we hier kunnen taub zijn. En hemels Vader, en ook voor al die wat er niet hier zijn, wat is voor haar gedaan, we danken die. Maar haar, wie vrouw, was wist u ons dichtbij zijn. Wist u onze harten opmaken. Wist u ons een verlangen geven, een honger geven, dat we worden werkelijk zijn, onze harten op te maken en te horen wat u vandaag te zeggen hast. Niet wat zou je zeggen, maar wat die woord zei dat. Dat we worden dat prüfen en zijn wat u wist van ons. En voor we vrouw, was van die leidende hand en die zegen, deze vermiddag stond hier. In Jesu naam, amen. Ja, zoals ik al zei, we willen kijken wat in de schrift beleefd, wat mensen beleefd hebben en wat we vandaag beleven doen. En nummer 1 is dit, wat we willen de hele tijd klaarhouden, dat is dat Jezus Christus als de heiland, de healer of it all. Hij kan ons heilen van het alle. Dat is niet nodig dat we als Kinder Gottes ons derve beklaamd feilen, derve schwor feilen, oder arrig feilen hart. Dat is niet nodig. We kunnen ons vrij feilen. En we kunnen een zeer moedje leven hebben. God deine, het schijn. Dat is niet een gezwongen leven. We hadden eerst in de Engelse boodschap al, ik stemde zo zeer ganz met wat broeder Eddie al zei, dat hij zegt, wanneer er niet wel in Christus zijn, die braucht geen entscheidung maken. Automatisch zijn we als mensen van de geboorte aan, zijn we alle zinder.
So, wenn wir willen naar Hal gaan, dan dürfen wir keine Entscheidung machen. Wir wollen dann naar Hal gaan. Nee? Aber wenn wir nicht wollen, dann müssen wir die Entscheidung machen. Und von da sind sehr viele Menschen haben die Entscheidung gemacht, dass sie wollen nicht. Und sie haben die Entscheidung gemacht, Jesus Christus zu folgen. Und sie folgen Jesus Christus. Aber dennoch, erst manchmal, wo die Feind auf einmal wo eine Fehlhand schmiedet hat, und wenn wir nicht so noch abgepasst haben, dann traf er uns im Hort und dann ist das ammerlich, durchstürmt wird. So wie Matthäus 64 sagen. Wenn wir mal in Matthäus 8 mal zum Vers nehmen. Das hier ein Jahr Sturm, so sei nicht reich wird im Hort, wir in Jet, aber wir im Hort vielleicht auch. Und Matthäus 8 von Vers 23 bis Vers 27, wenn wir die Vers mal überlesen. Und er trat in das Schiff, dort meint hier Jesus, und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward, und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da war das ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam ist? Mir hat hier ein paar Dinge zu nehmen. Einig ist, Jesus Christus sagt hier, das Vers sagt, dort er schleipt, du im Schab, als es stormig wird. Dort orket en taubt en deid. De walen, de chiel, de feine kont om Schab non, en dessen weichen schakelt han en her. En de Jünger hadden Angst, en Jesus schleipt. De wo vorken, da wie als Menschen, wo vorken schlup wie an, wat wie sehr, was ich sage, sehr arruig ist. Menschen sind verschiedene, gleich mit der Anschlussbedingungen. Wir sind sehr verschieden. Aber uns bohrt dort. Und hier sehen wir aber, was Jesus schreibt. Was ich hier reinnehmen da, ist, dass Jesus wir im Hort ganz gelassen. Dass wir nicht in Sturm in sein Hort bringen. Sein Hort wir rennen. Und dort weit wie. Die Schrift sagt, dass Jesus sein Hort wir rennen. Jesus wir ohne Fehler. Sein Hort wir rennen. Er hat nicht in Sturm in Hort bringen. Und ich sage nicht, dass die Jünger nicht alle Horde, wenn die nicht schluppen, nee, du musst wir wacker sein und das Schab wiederbringen. Aber jetzt sei wieder auch, wo die Jünger einmal waren erstaunt über Jesus Christus. Sie haben noch nicht das alle gekriegt, was Jesus hat. Und dann wieder Judas mag, was er überhaupt nicht hat, und die anderen Jünger, die haben dem noch. Aber hier haben sie noch nicht. Sie lehren nach ihm. Sie haben noch nicht alles gekriegt, was Jesus beide deit. Sie verstehen das auch nicht alle. So, dass wir noch wissen, im Hort bernen, was er mit Ramweilen deit. Und hier wird ein hastig Angst. Und Jesus steht auf und sagt, oh, die kleinlausche Menschen. Warum haben Angst? Haben nicht all die seine, was ich alle getan habe? Kann je nicht terugdenken über die andere Tiden, was alle geworden ist, was je al beleefd haben, was je gezien haben von Jesus Christus hier, was Jesus zu uns sagt. Und nu habe ich vorher so Angst. Kleiner Glauben, nicht? Mocht uns dit aansporen dat ons Glauben nicht wat klein zijn. Dat ons Glauben wat groot zijn. En waar op eenmaal bezieht stormig worden dat we niet wat kleinloos worden. Zoals de Jünger hier weer. Jesus wir aber ganz reit te helpen. Hij zegt niet bloß, oh je kleinloosje. En dan denk ik waar dola in slopen. No, hij stelt den Sturm. Hij maakt den Sturm stil. Hij beschwicht den Sturm. En zo staat het van daar in ons, wanneer we ons Kinder Gottes worden in Jesus Christus komen. Met wat immer in ons hart binnen is. Als du verschieden zit. Aber wir worden in Jesus Christus komen. Hij wordt ons heilen. Wanneer we gebroken aankomen dan. Du hast nicht in Zweifel und das ist nicht Fleisch, Wort hij. Nee, hij wordt. Dat heeft hij versproken. En Jesus kan niet leren. We hebben mal een paar versen nemen, een beeld nemen uit, ik wil niet de vers lezen, maar uit 1. Mose 4, wanneer dort mal wurde bechecken wurde, dort ist
Eine sehr bekannte Geschichte von Kain und Abel durch. Was zwei Jungs ab? Wat immer das für die Welt dann gewesen ist. Aber sie haben verschiedenste Abgaben. Krijgt es von da, wir haben verschiedenste Abgaben. Eins ist ein Truckfahrer, ein anderer ist ein Handarbeiter für ein Geschäft, der andere der Haltarbeit, der andere der Isoarbeit, verschiedenste Tauben, verschiedenste Abgaben. Dort hat keinen Abel, hat dort auch. Aber hier wird es, weil er mit in kein sein Bild, in seinen Charakter entdecken, bitte, da kein betecken. Hij hat einen Sturm in sein Hartbahn. Dort wilde man geram. Und hij macht eine Entscheidung. Wir machen alle eine Entscheidung, was wir mit dem Sturm wählen, wenn wir einen Sturm in uns Hart haben. Ein Sturm hielt sich vielleicht grob, dort kommen manchmal ein bisschen nachzudenken sein, aber wenn versteht mir reich, wenn ich von dem Sturm rede, ich rede nicht von, wie wir wachgefallen sind von Jesus Christus. Als Kinder Gottes haben wir manchmal Wort, wir sind wohl in Dienst geworden, oder wir sind ein bisschen gefallen. Das ist nicht, dass Jesus uns Fuß verloren hat und verschmäht hat. Aber das ist Gewalt Wort Berner. Und hier wird es in Kain, er wird eine andere Person, am Wald im Hort Wort. Und er kam und vertelt mit seinem Bruder, because wir etwas arm in seinem Bruder. Gott nimmt seinen Bruder sein Opfer an, aber sein Opfer nimmt er nicht an. Kein sein Opfer wird nicht angenommen. Und er fängt sich an zu euden über seinen Bruder. Was hier passiert ist, er entscheidet sich, dort Wasser zu lassen, den Sturm. Den du noch länger zu pusten zu lassen. Er macht nicht die Entscheidung, Schluss zu machen mit dort. Und er macht die Entscheidung, bloß noch wieder. In das nächste. Und dann, bei der so wie ging, wo er auf einmal anging und schlug seinen Bruder tot. Und dann kommt Gott und fragt ihn, Kain, wo ist dein Bruder? Und was passiert dann? Steht du in Gott drehen und bekennen, because dann wurde die Augen aufgemacht wieder, dann sagt er bloß noch, er hört nur den Feind und sagt, ich weiß das nicht. Soll ich für meinen Bruder abpassen? Bloß noch ein Meier danach. Dort wird kein Date. Er entscheidet sich bloß noch einmal den Feind zu horchen. Und bloß noch eine Lede nachzutun. En dat je zegt wieder, wat het zei, hij versmeerd wordt worden. En zo wieder dort. Nou, we hebben ons het eerste beeld een beetje bekijken. In Matthäus 26 en 27, die kapitels worden ook wel niet. Ik word er niet falsch lezen, unbedingt. Maar dit is, als we van Judas een beetje bekijken, Judas wir ook zo'n entscheidung als kein deed, dat ik word niet mij reinwaschen laten voor Jesus Christus, oder von Jesus. Judas hat al some tijd met Jesus gewandelt. Hij weer bijgewaast als Jesus Wunder deed. Als de 5000 mannen gespeist wordt, met een klein beetje eten, 5000. En ze staat, waar het Wutterstel gemaakt wordt, waar de blinde geheilt wordt, waar de Lome geheilt wordt. En zo wieder staat, waar Dodes abgeweikt wordt. En verschiedenste hat Judas beleefd. Aber hier, als Jesus erst ferm gerecht hat, oder nee, mit verder, dan kleine tregungen. Als Jesus nur dat kwam, nur den Tag, dat Antwort zelf ferm gerecht gesagt wurde. Dann geht Judas nur de Hohepriester, en dat aan beide. Hij wordt dan verroden, want hij wordt geld schreeuwen. Geld begierig. Dat geld, dat pust en stormt in zijn hartraam, en wanneer kan mij geld schreeuwen, nee? Dat is een ding wat er van daar mensen passiert is. We worden op hem geld begierig. En dat is Judas ook weer. Hij weer geld begierig. En dat geld kan zijn, dat stormt in zijn hart bij een ram. En dan worden zich einig dat ze wat om geld geven. Dan kunnen zijn, wat om meer geld, nee? En daarna, als Jezus start en God jetzt helemaal naar huis en beden dat. Dan komt Judas aan met een groep. En zegt dan, kijk bloos, naar dem wat ik wil een kus geven. Dat is Jezus. Dat is voor dem wat je mij dat geld gegeven hebt. En hij had het geld. Ik heb ons verstalen.
Wir leggen alle geld. Wir brauchen het geld. Dat is niet meer aardig. Geld is niet aardig. Maar dat is ons haar worden dat. Dat is ons hart bij een rampusten, een rambloze dat, een ramweiler dat. Dan werden we voort aanwengen en dat geld niet ans haar laten zijn. Dus dat wordt het in Judas weer. Dat geld weer in zijn hart eenmaal de haar. Dat weer zijn God. Hij denkt dat geld meer als Jezus Christus. En hij gaat en gaf Jezus door een kus en zo wordt hem gegrepen. En dan in 27 kapitel, vers 3. Daar we Matthäus 27, vers 3. Daar we den vers mal lezen. Matthäus 27, vers 3 zegt es dit. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass verdammt war zum Tode, gereute es ihm und brachte wieder die 30 Silberlinge den Hohenpriester und den Ältesten und sprach, ich habe viel übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Das wat Judas deed. Als hij dat eerst zag, als hij dat eerst antwoordde, dat wat er passiert weer, als aan de Jürgen is opgegaan weer, dan brengt hij het jou terug en zegt hij, ik ga arg gedaan. Hij zegt het aan dat hij arg gedaan had. Maar wat passiert? Vers 5, we hebben vers 5 ook lezen. Sie sprachen, was geht uns das an? Sie, dat zij Hohepriester doen, wo hij het geld terug aanbracht, was geht uns das an? Da sehe du zu. Und warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und hängte sich selbst. Das ist was Judas deed. Das ist die Entscheidung, was Judas maken deed. Steht dat hij dat geld nicht mehr als in Gott zijn, eventueel hij bracht die 30 Silberlinge, bracht hij terug, aber dennoch steht dat hij de Entscheidung maken deed, naar Gott te horchen, ging bloß noch den nächsten Schritt, den Feind hing aan. Wo die Feind dan sagt, Go bloß in hem die dat leven. Dat weer den Feind zijn weer. Want irgendwer met zijn stootgedanken aankomen, neem bloß mal een eind van die leven en als het vorig. Dat is immer bij zijn Feind zijn speel. Dat is never van God. God wordt niemals ons als mensen te rode, te ons zelfs het leven nemen. Niemals. Dat durf je never over twijfelen. Hier weer de Feind, der sagte, Judas, go bloß und macht ein Eng von dort. Und er ging. Weil steht er, sich gebrochen für Gott stellt, dann bloß noch der Nächste. Nu werden wir aber hingehen und mal mit der anderen Seite bechecken. Mit anderen Personen bechecken. Dort geht viel scheiner. Viel scheiner, dat zu sein, wenn Menschen sich nicht Jesus Christus drehen. Und das ist dasselbe. Dezelfde hetzelfde kapitels kunnen we nemen, maar ik had de Lucas 22 genomen. Daar hebben we met Petrus zijn leven bekeken. Petrus was ook een van die, wat ik zei, een storm in zijn leven aankreeg. Hij zei, als Jezus zei dat hij wordt vervolgd worden, hij wordt verspot worden, hij wordt omgebracht worden, dan zei Petrus, laat die dat niet passeren. En anders zei hij, ik wil metkomen, wat immer die passiert, ik kom met die met, ik word die niet verlaten. Jezus zei tegen hem, du was me 3 Mal verlegen. Deze nacht, verder hond schreien. Verder hond ons morgens 3 Mal geschreien heeft, was die me verloren hebben. Of weer 1 Mal geschreien, wat immer. Maar verder dat, was die me 3 Mal verlegen. Jezus zei dat. En dat wordt passeren, dat weer ganz klar. Maar de Lucas 22, vers 61 zegt es dit. Dat we als Petrus dat eerst gedaan hadden. Als Petrus samen is verloren had 3 Mal, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Jezus sah du, stond, ik weet niet waar hij was, dan krijgt, ob hij weer verder de Hohepriester, wo am verspot wordt, wo am doodgerand wordt, en dan wordt falsche Zeugnisse vrijgesteld, en weet niet wat nog alle. En jet, wist hij krijgt wat dort met Petrus passieren deed. Ganz krijgt. Petrus als de Bitte, en heeft eenmaal, en nogmaals mee verloren. En het derde maal wat hij verleden deed, de vers heeft me niet opgeschreven, maar dat zegt door dat hij vlucht. Hij vliegt en deed en zegt, ik kan Jezus niet.
Dat is wat Petrus zei. Hij wordt 3 jaar met Jezus loopt gegaan had. Ongeveer 3 jaar. En nu draait Jezus zich om en kijkt Petrus helemaal aan. En dat zou Petrus de ogen opkomen. En zet. En valt bij wat hij gedaan heeft. Dat snijdt zeer diep in hart. En dat is wat mijn verlangen van jou is. Dat we allemaal wie worden en stormen hart hebben. We allemaal wie worden ons verstoppen en verschuldigd worden. Dat Jezus wordt naar ons zeker en dat wat zeer diep in hart snijden. Dat zien die ogen ons worden zo diep in hart snijden. Dat we die entscheiding worden maken wat Petrus hier maken deed. Petrus ging eruit en heel betterlijk. Aan wie dat betterlijk lijkt. Wat hij doen had. Krijgt wo aan dat nu alle vergiftigd worden. Krijgt wo Petrus nu krijgt. Te aanzien gekomen is. Daar hebben we niet de ganze klare Zeugnis door. Maar dat wordt de eerste stap. Hij komt ter kennis en hij ging eruit en heel betterlijk. Omdat het zeer lijkt. En dat is wat mijn verlangen is, van het met ons ook alle wat dat passeren. En Jezus checkt. We durven niet meer twijfelen. Als Jezus ons wat weiterloopt, dat hij niet wordt. Waar we ons verschuldigd doen. We hebben mal nu Timotheus 4 draaien. We worden even je tijd na bij Timotheus toe brengen. Met bechecken. We willen daar met nu checken wat we vandaag voor ons kunnen dat. Wat er veel passeren dat. En ja, aber fingen we ook zeer veel schriftgrond, wat het in de schrift ook passiert is. Aber in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. Vers 1. So bezeuge ich nun vor Gott und dem Herrn Jesus Christus, der da zukünftig ist, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seiner Erscheinung und mit seinem Reich. Predige das Wort, halte an, es ist zur rechten Zeit oder zur Unzeit, strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Dann Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. Du aber sei nüchtern, allenthalben, sei willig zu leiden. Tue das Werk eines evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich aus. Dat is wat de schrift zegt, wat er passeren wordt. En dat soort van zijn en dan. Besonders zo in 3 vers en 4 vers zei dat. Er zijn van zo zeer veel. Wat al willen, dollar nu vleesjes los nu gaan. Ze willen niet de waarheid zo klooien hieren. En ik kan personen wat deine waren in de kerk, want aufgezegd is worden, wie dan in de kerk te predigen, ben ze reden te driest de waarheid. Dat wordt de schrift leren dat. Dat passiert van daar in veel kerken. Because, en dat is niet zo diep. De waarheid is niet, wanneer du wat im hart bent, als wat ik ruim ben heb, dan is niet dat woord, wanneer er gepredigt wordt. En wanneer we treuen oprecht zijn, dan is ons dit bloos een opmunteren en een vrede, dat de Heer, dat Jezus zoveel om dram geven deed, aan ons en zo jaren wil hebben, dat we zullen treu dienen. En er zijn vandaag zoveel. Nou, wanneer zo driest je wanneer zo klooi gepredigd wordt, dan juist u wieder. Dan willen we hier niet. We willen zonen worden zo worden reden wat makkelijk is. We lijken alle maar makkelijk is, niet? Geen van ons loert nu al en vreet zich bloos dat het waar snijden wordt. Maar als geen Gottes, want dat is eenmaal door waar daar zijn en even ook al de banen zijn, dan maken we al zo klaar zijn. En we kunnen God danken de banen dat hij wellig weer ons wat te puksen en te zaaien. Hier wordt het maar te changen. Dit storm wordt maar te opbrengen. We hebben niet bloos naar dort gaan waar onze oren nog hard gewelden. We hebben naar dort gaan waar ons hart velen deed.
1. Timotheus 4 von Vers 1 bis 9. Wer die Vers noch einmal lesen? 1. Timotheus 4, Vers 1. Sagt es dit, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehrer der Teufel, durch die so eine Leiserei, Lügen reden und Brandmal in ihrem Gewissen haben, die da gebieten, nicht ehelich zu werden und zu meiden, die Speise, die Gott geschaffen hat, zu nehmen mit Danksagung, den Gläubigen und denen, die Wahrheit erkennen, die Wahrheit erkennen. Denn alle Kreatur Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, das mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Denn wenn du den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei welcher du immer da gewesen bist. Aber der ungeistlichen Altweiberfabeln entschlage dich, übe dich selbst aber an der Gottseligkeit. Denn die liebliche Übung ist wenig Nutz, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nutz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein teures, wertes Wort. Wir sind von da viel Städte, wo die Menschen lehren können. Und preis dem Herrn, das sind sehr viel. Wir sind von da viel Counselors rum, wo angefahren wird, wegen Menschen Rotfeld hat. Und das ist sehr gut. Das braucht wir. Der Feind ist scharf in uns. Und wir brauchen dort manchmal, dass wir handfahren an uns von System helfen lassen. Wir sind manchmal so schwach, wir können nicht selbst in der Schrift dort reinschreien, was uns fehlt hat. Und das braucht, dass wir handfahren und helfen sicher tun. Aber die Frage ist, wovor wir haben. Das sagt hier, ist das, dort die Fabeln, das ist das, was hier geredet wird. Das sind von da so sehr viel. Die wollen das Reden zu mir nomen machen. Das sind von da so sehr viele Menschen, die singen in Gruppen. Und die kriegen Menschen tot in singen, wenn sie wollen Geld machen. Und dann braucht vielleicht even als je trissel wird. Und zelfs stormt er dem Hart rum und wilt dem Hart rum und sind weit af van dort wat Gott verlangen hat. Ik geloof dat van daar veel wegen als jemals, dat we wakker zijn. En horchen doen. En prüfen doen. De Vers had ik hier Henk, wo dat zei dat prüft alles und das Gute behaltet. Wie moeten dat prüfen? Wenn uns rot fehlt, dann werden wir rot gehen. Ich da dort nicht wegschmieden, ab kein Weg. Wie Mathe, der Champ hat einmal eine Titel, wie Mensch, hat einmal sind, einmal so schwach und sich Finger nicht selbst, nicht rot, so falls sie dort sie verstehen dort nicht und sie können nicht rot, wo sie gerne sind. Und dann braucht das, wie wir gehen, rot Frau. Keinmal dort verschmieden. Aber, dass wir wollen prüfen, ist das, wo Gott uns will haben. Oder nur wem will er uns schicken. Dass wir wollen wacker sein. Dat wat hij ons verrood heeft doen, met een schrift stemmen wordt. En dat leven wat zij leven doen. Wandelt dat met een schrift stemmen deed. Dat niet in de schrift heeft. Wat van dat is, zij veel deed. Veel dingen wat in ons hart zijn, wat een chance kan zijn. Ik zeg niet dat het alle in ons hart is. Maar ik wil some oorzaken opnemen en zijn zouden van leren kennen. Wat van dat maar erst wat in ons hart zo ramweilen dat wat passieren dat en wat some oorzaken zijn. Einig is, waar ons zo enkel stormen hart is, dat kunnen verschieden zijn. Maar dan op eenmaal fallen we ons, ik zeg, unwanted. We fallen ons niet gewünscht. We zijn maar mensen en dat fällt sich so, den moord je mij niet mal.
Dat zijn die niet. Dat is niet unbedingt immer, was jene mensen schuld. Manchmal ist das meine Schuld. Dat ik me zo veilig dood dort. Ik heb zelfs zo'n tijd is dat bijna geweest. En op mijn antwoorden dat die viele, wat ik gehad heb, zijn rein ganz arg. Dat is niet dat die mensen mij niet gewollt. Ik heb me bloos weggetrokken van die mensen. Veel, maar dat is een ding, wat ons dat im hart is dat geht, dat is een ding wat veel passieren deed. Wanneer wat im hart is, wat niet zo bijna zijn, dan voelen we ons niet gewünscht. We voelen ons dus wanneer ons niet nodig doen. En wie gleiche alle, wat ons genodigd wordt. Een tijd lang met weinig taub geweest zijn, en nu nog zeer spärlich taub zijn. En op eenmaal zo'n dag is het vandaan, of hier met taub zijn. En we kunnen de nächsten zijn we vielleicht al een maand, 2, 3 maanden niet gezien hebben, dat je het zeer schijn. Ik vrees me dat we ons zijn niet gaan. En zo staat het ons mensen dort. We willen je zijn zijn, we willen je nodig zijn. Nu moeten we oppassen dat we niet te weit gaan met dort. Maar, so wenn wir uns an unsere Pfeile daunen, dort Menschen nodig zijn mir nicht. Ich zie nicht gewünscht, wer wir das Erste mit uns selbst nur für Jesus gehen und für Gott gehen. Und Frau, Gott, hast du in mein Hart was berne, was dem anderen Menschen wegtreiben hat von mir? Wer wir uns erst prüfen dort? Markus 10, Vers 47 hier, dort ist eine Geschichte durch, wo ich kann es am Vers lesen, wir wollen hier ein Vers nehmen, 2 Vers, 47 und 48. Dort von einem Mann, ich stamme es fair, weil sie Juxes dort. Markus 10, Vers 47. Und da hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Na 48. Vers. Und viele bedrohten ihn, sollte stillschweigen. Aber schrie viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Ich stelle mir so vor, das Morgen für die mit so unwanted. Nicht gewünscht. Because he will help her. Hij roept naar Jesus. En dan zegt de andere mens te hem, zie maar stil. Du denkt dat hij naar Jezus roept, dat wordt hem beschwicht en zegt, zie maar stil. Ik stel me zo voor, hij voelt zich ook ongewünscht. Was moet het zien? Wie gaan naar Jezus hier aan en dat u maar ruhig blijven dort en gaan zien. Maar weet je wat? Jezus zegt dat er zeer kracht wat er passiert is. En Jezus roept op eenmaal en zegt, ze zullen hem naar aankroon. Ze zullen hem naar aanbrengen. En dan gaan vielleicht krijgt dezelfde mensen wat hem beschwicht hebben. Ik weet dat niet. Op het gaan en zeggen, Jezus roept die, kom met. Dat is wat Jezus vandaag wil. Hij wil niet dat een van ons zal zich verloten veilen of alleen veilen. Of dat Siege staat veilen. Dat is niet God zijn willen. Dat is niet Jezus Christus zijn willen. Jezus wil hebben, we zullen ons mank veilen, mank mensen. We zullen ons gewünscht veilen. En op veel maal, maar we zelfs. En manchmal is het dat andere mensen bezit ons worden. Andere maal veil ik me bloos moutloos. Bloos leeg. Dan hier weer, mijn maal. Dat ik voel bloos niet een reële vrede im hart ben. Dan is het waar zo wichtig dat we gaan en prüfen ons met het woord Gottes voor God gestolen worden en prüfen laten. En van God ons wijzen laten, wat is dat. Andere ding is, we hebben vielleicht keine Freudigkeit im Wort lezen, de Bibel lezen. Ik lees, because ik weet ik zal het lezen en ik wil ook op ik riede nusser uit. Ik vind dat ik in Wirt ben. Daar waren we ons ook prüfen. Wat is im hart ben dat het woord niet nemen kan zoals het zal. Ha, ik heb eenmaal te druk met mijn irdische. Is mir irgendwo te wichtig geworden. Weil ik te hastig. Habe ich te lang geslopen. Whatever the case is. Andere ding is unforgiveness. Want dat im hart is, dat wordt storm geven. Unforgiveness in hart met trouw, dat wordt storm geven. Dat wordt ramweilen.
Als Kinder Gottes, wir können nicht Unforgiveness im Hort mittragen. Oder Bitterness. Schlechte Musik. Wenn wir uns aber vertiefen tun mit Musik, was wir nicht sollen. Dort wird im Hort stürmen und dann wundere ich manchmal, wo wir heute in Frieden im Hort. Weil, wir dort mal das Ziel tun. Ich kann das Leben, und man muss CDs zu Ziel schmieden, was ich einmal gekauft habe. Wenn ich erkenne, was das für Menschen sind. Oder ab einmal anwar, dass die Menschen leben nicht mehr so, als sie dann haben, als das CD vollgemacht wird. Da fällt mir auch nicht möglich. Wie macht ab einmal Dinge über die Zeit stehen. Dort kann ruhig werden im Hort. Solche viel hast nicht möglich. Andere Dinge ist, wenn das Stürme dort im Hort, dann ist eine Ding, wo das manchmal zu sein ist, dort ist, wenn ich im Bett anders akte, als was verlangt wird von mir. Als es im Heim und Kinder, als es in der Gemeinde, als es bei der Arbeit, was irgendwo. Wenn ich anders stehe, als was ich weiter ich soll, dort ist ein Teken, dort im Hort ist, was Berne, was abzuriemen fehlt. Dort, wo wir mir anders abstellen. Wir sollen nicht, das sagte wir später, sagte dann, wir sollen nicht mitgehen mit der Welt. Psalm 1, Vers 1, wo den Vers nicht lesen. Wenn wir noch mitreden in 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Sagt es in Vers 14, wir ermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmutigen, traget die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner Böses mit Bösen jemand vergelte, sondern alle Zeit jaget dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Gott raubt uns als Kinder Gottes zum den Menschen helfen. Uns in ihrem Unterhalten. Wie ehrlich sein, wenn uns ein Help fehlt, dann das weiter zu lassen. Das ist nicht eine Chance, weiter zu lassen, dass mir viel Help. Das fällt sich manchmal nur schon, aber je weniger wieder wird und je länger wieder wird bei einem Leben, je schwerer wird es und je tiefer sei wieder bespannen. Wenn wir beim Antworten uns fehlt Help, dann werden wir ehrlich sein, das zu sagen. Because wir sind berufen, als Gemeinde, als Kinder Gottes, sind wir berufen, uns in ihrem anderen zu helfen, in den anderen Menschen zu helfen. Dann sagt in 16. Vers, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesu an euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet allen bei Schein. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer Geist ganz samt Seele und Leib muss bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft des Herrn Jesus Christus. Prüft aber alles. Wie müssen das prüfen? Und das Vers müssen wir eigentlich verstehen. Ich habe mit so einem Menschen geredet, was er sagt, weil das sage ich, wir sollen alles prüfen. So ich kann ran in der Welt und rein alles versichern. Und alles testen. Und alle ganze Leben, lose Leben, einmal ein beetje schmaken. Weil die Schrift sagt, wir sollen alles prüfen. Dat is niet wat het hier zei. Wo immer wir sind, wenn wir reden, wenn der neueste Freund zu mir redet, der Schrift sagt, ich soll prüfen, ob das Wahrheit ist. Nicht bloß, wir sind so geneigt zu sein, dass wenn mein bester Freund redet zu mir, dann wird es so sein. Dort wird ich noch really über nachdenken. Because der wird ja nicht leiden zu mir. Nein, der wird es nicht wollen. Aber er hat vielleicht auch nicht verstanden. Wer weiß das? Wir sollen prüfen. En dan zegt hij, en wat goud is, dort werden we behouden. So, het is zeer wichtig dat we prüfen doen. En dat behouden doen wat goud is, en wat niet goud is, en dat het ziet. Onze tijd is afgedaan, waar we ons op mee te beden. Leifrig ja, altijd in de haar. We komen hier verder. En we zijn voordat we nog veel aan woord benen, waar we worden gaan kunnen aanzitten. En zijn wat u voor ons hast. Maar hebben we voordat, dit wat u vandaag ha ons becheckt en wordt niet gecheckt ha en ons hallo de vervieren van die. Wie beter was har was du dort in onze horten werken maken.
Haar van het snijden wordt, dat we dan worden waardig zijn om die te kijken. En ons van die worden rein wassen laten. Heilen laten. Dat we niet zo worden dan als Judas deed, als Kain deed. En daar is ik pas nog naar de nächste schritt. En gingen het pas een schritt weer niet aan. Maar wie worden ze dan als Petrus? En er worden veel meer gekund in de schrift opnemen. Waar zij aardig gedaan hadden. Paulus. Als hij de mensen vervolgd deed. Of als die anderen bij hem wijzen deed. De ogen openmaken deed. Wat deed hij? Hij keert zich om. Hij draait om. 120 graden. En draait zich naar die. Haar wat we ook alle worden. Ganz klar het gaan ons worden van die erin wassen laten. En niet op een worden dat dort nog zwak worden, want die ons wijzen is. En maar worden we beden, maar zoals die ons wieder leren vieren, en was die ons wieder zijn, en ook wieder zum Segen zaten, en ons helpen, dat wordt reich te leven. Jezus Christus in naam. Amen. ...294. Machen Wolken, die den Himmel trübe, sage es Jesu, und verdunkel Gottes ist in Liebe, sage es Jesu allein. Sage es Jesu, ist dein Bruder, dein Freund. Was es sein mag, was dein Herz nicht kränket, sage es Jesu allein. Will der Freund mit Macht dein Herz besiegen,